Grüß euch. Heute schauen wir uns den zweiten If-Satz an, den If-Satz Type 2. Den ersten Typ, den If-Satz Type 1, den kennst du wahrscheinlich schon. Und bevor wir mit dem Type 2 anfangen, wiederholen wir den nochmal ganz kurz, damit wir verstehen, wo der Unterschied in der Bildung ist und auch im Einsatz. Gut, fangen wir an. Im If-Satz Type 1 wäre ein Beispielsatz: If I want a great vacation, I will travel to the USA. Da haben wir das If, das Simple Present, will oder won't, can oder can't, must oder mustn't und should oder shouldn't. Und dann haben wir hinten noch den Infinitiv. Wir haben also If und Simple Present in einem Satzteil und will, won't, can, can't, must, mustn't oder should, shouldn't und den Infinitiv, also die Grundform, im zweiten Teil. Diesen If-Satz Type 1 verwenden wir für erfüllbare Bedingungen. Wenn ich einen coolen Urlaub will, dann fahre ich nach Amerika. Wenn, dann. Ganz einfach. Gut. Und jetzt schauen wir uns mal den Unterschied, den Type 2 an. If I went to the US this year, I would watch a football match in New Orleans. If I went to the US this year, I might travel to Hollywood. If I was with you in Hollywood, I could meet my favorite actors. If we traveled to Hollywood, we wouldn't have the same destinations. If we flew to New York, we might see some actors as well. If we visited New York, we could get tickets for the Nets. Don't get tickets for the Knicks, they are terrible. Get tickets for the Nets, they are much better. What a pity, we won't fly to the USA this year. Und hier siehst du den Unterschied. Wir haben also gesagt, wir könnten das und das machen. Und hier ist jetzt, ist aber schade, dass wir nicht nach Amerika fahren dieses Jahr. Schauen wir uns nochmal ganz kurz den Unterschied an. Und wiederholen wir erst nochmal die Bildung. Dann kommen wir zum Unterschied. If I went to the US this year, I would watch a football match in New Orleans. If I went to the US this year, I might travel to Hollywood. If I was with you in Hollywood, I could meet my favorite actors. Und if we traveled to Hollywood, we wouldn't have the same destinations. If we flew to New York, we might see actors as well. Und if we visited New York, we could get tickets for the Nets. Don't get tickets for the Knicks, they're terrible. What a pity, we won't fly to the USA this year. So, wir haben jetzt hier eine andere Bildung und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Als erstes hatten wir für If-Satz Type 1, if I want a great vacation, I will travel to the USA. Und das ist jetzt der If-Satz Type 2. If I wanted a great vacation, I would travel to the USA. Im Vergleich zu if I want a great vacation, I will travel to the USA. If und Simple Past. Und would, wouldn't, might, might not und could, couldn't. Und Infinitiv. Und wir nutzen diesen If-Satz Type 2 für unmögliche oder unwahrscheinliche Sachen. Die Bedingung ist also unmöglich oder unwahrscheinlich. Ich werde dieses Jahr nicht nach Amerika fahren. Wenn ich aber fahren würde, dann würde ich mir ein Saints-Spiel anschauen oder ein Netzspiel. Und das ist der Unterschied zum If-Satz Type 1. Nimm jetzt bitte dein Heft und schreib dir diese Regel in dein Heft. Bitte verwende auch Farben, damit du den Unterschied verstehst. Und danach geht es mit Übungen weiter.